Du weißt, was dein Ziel im Leben ist. Du möchtest ein großartiger Schwertschmied werden, genau wie dein Vater. Du hast schon viele Geschichten über ihn gehört. Vor 15 Jahren im Seetee-Krieg machte er sich einen Namen als Held. Der Grund dafür waren seine Schwerter. Er war der Einzige, der eine Methode gefunden hatte, das instabile Gestein, Daten-Zeki, mit Schwertern zu kombinieren. Dadurch konnte er Waffen schaffen, die eine unglaubliche Macht freisetzten. Aber euer momentaner Alltag sieht ganz anders aus. Ihr wohnt zusammen und widmet euch jeden Tag genau dieser Kunst, dem Schmieden von Schwertern. Dein Vater ist liebevoll und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu albern, aber du weißt, dass er es gut mit dir meint. Die Tage sind ruhig, ihr lebt euer Leben eigentlich ganz normal. Dein Vater bringt sogar Goldfische mit nach Hause, um die Atmosphäre etwas schöner zu gestalten. Einen roten, einen schwarzen und einen dreifarbigen Goldfisch. Der rote Fisch steht für Glück, der schwarze soll Böses fernhalten und der dreifarbige Fisch soll besonders sein. Natürlich weißt du direkt, dass du dich am Ende um diese Goldfische kümmern musst, denn dein tollpatschiger Vater ist dieser Verantwortung wahrscheinlich eh nicht gewachsen. Was aber nicht auf seine Verantwortung als Schwertschmied zutrifft. Da du bald 15 wirst, möchte er dir auch die Schattenseiten der Schwertschmiedekunst erklären. Ab dem Moment, in dem du ein Schwert geschmiedet hast und dieses die Werkstatt verlässt, trägst du eine Bürde mit dir. Denn du bist mitverantwortlich dafür, was dieses Schwert in der Welt anrichten kann. Schwerter werden verwendet, um Menschen das Leben zu nehmen. Dieser Tatsache musst du dir bewusst sein. Nicht nur Menschen mit bösen Absichten werden durch Schwerter niedergestreckt, sondern auch friedliche Menschen, die keine Schuld auf sich geladen haben. Du weißt nicht, ob du diese Schuld wirklich tragen kannst, aber du bist bereit, es zu versuchen. Dein Vater zeigt dir außerdem, dass er damals für den Seetee-Krieg 6 Zauberschwerter geschaffen hat. Diese befinden sich im Keller eures Hauses, damit sie nie wieder zum Einsatz kommen. Doch eines Tages gibt es einen lauten Knall. Das Haus bricht über dir zusammen. Du liegst mit einer großen Wunde auf der linken Seite deines Gesichts am Boden und kannst dich kaum noch bewegen. Durch deine verschwommene Sicht erkennst du 3 Hexer, die sich um deinen verletzten Vater versammelt haben. Dann verlierst du das Bewusstsein. Und als du wieder aufwachst, siehst du deinen Vater tot am Boden liegen. Außerdem bemerkst du, dass die 6 Zauberschwerter aus eurem Haus gestohlen wurden. Du kniest neben der Leiche deines Vaters, in deiner Hand hältst du das letzte Schwert, was dein Vater geschmiedet hat. Shiba, ein alter Freund deines Vaters, trifft am Haus ein und fragt, was passiert ist. Du erklärst ihm die Situation. Du verstehst nicht, warum das alles passieren musste. Aber eine Sache verstehst du sehr gut. Die Menschen, die dir das alles genommen haben, müssen sterben. Die Narbe, die von diesem Vorfall geblieben ist, erinnert dich jeden Tag daran, was damals passiert ist. Jeden Tag spürst du den Hass in dir aufflammen. Jeden Tag wächst deine Überzeugung für Rache. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video über Kagurabachi. Viel Spaß! Ich werde es wahrscheinlich falsch ausgesprochen haben, aber das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Das hier ist mein erster Versuch, ein solches Video zu machen. Und zwar möchte ich einfach meine Leidenschaft für Manga und Anime mit euch teilen. Falls ihr Kagurabachi noch nicht kennt, ist dieses Video auf jeden Fall gut für euch geeignet, weil ich werde in diesem Video euch den Manga ein bisschen vorstellen, die Welt ein bisschen vorstellen. Um was geht es überhaupt? Wer hat den Manga geschrieben? Was waren seine Gedanken dazu? Und ich werde es natürlich versuchen, so spoilerfrei wie es nur geht, zu beschreiben, damit ihr danach einfach loslegen könnt, den Manga zu lesen. Weil davon gibt es mittlerweile 7. Und ich finde die Artworks auch ziemlich nice. Also lasst uns nicht so lange rumquatschen und den Videotitel beantworten. Was ist Kagurabachi? Es ist ein Manga von dem Mangaka Takaru Hokazono. Dieser erschien am 19. September 2023 in der Weekly Shonen Jump. Da das Manga-Magazin nur in Japan erscheint, können wir Kagurabachi über die App Manga Plus erreichen. Hier in Deutschland erscheint der Manga seit 2025 unter dem Carlsen Verlag. Und wenn man den Inhalt von Kagurabachi kurz zusammenfassen wollen würde, würde es so aussehen. Es ist eine Rachegeschichte, so wie John Wick, nur mit einem komplexeren Worldbuilding, mit Schwertern und mit Magie. Selbst der Publisher Takuro Imamura meinte, dass die Geschichte von westlichen Filmen, wie zum Beispiel John Wick, und von Spielen wie Ghost of Tsushima inspiriert sei. Aber ich bin ganz ehrlich, diese Beschreibung wird dem Manga einfach nicht gerecht. Wie am Anfang vom Video schon mitbekommen hat Chihiro seinen Vater verloren. Und sein Vater war nicht irgendein Schwertschmied, es war der legendärste Schwertschmied, der jemals in dieser Zeit geboren worden ist. Er hat es geschafft, ein bestimmtes Material namens Daten-Zeki mit Schwertern zu kombinieren und damit Zauberschwerter zu erschaffen. Diese waren damals sehr wichtig für die Entscheidung des Seetee-Kriegs.
Der Seitei-Krieg war ein Konflikt zwischen Japans Zauberern und mächtigen Feinden, der mit Hilfe der 6 Zauberschwerter zugunsten Japans beendet wurde. 15 Jahre gab es Frieden, bis zu dem Moment, als Chihiro und sein Vater angegriffen worden sind, der Vater gestorben ist und die 6 Zauberschwerter gestohlen worden sind. Und genau diese 6 Schwerter bilden den Mittelpunkt der Geschichte. Nach dem Seitei-Krieg hat sein Vater noch ein 7. Zauberschwert geschmiedet, und zwar eins, welches die anderen Zauberschwerter besiegen kann. Und dieses Zauberschwert hat Chihiro bekommen. Und mit diesem möchte er seinen Rachefeldzug an den Leuten, welche seinen Vater umgebracht haben, durchziehen. Klingt erstmal simpel, ist es aber tatsächlich nicht. Denn die Welt von Kagurabachi hat ein ziemlich interessantes System. Und zwar können diese Zauberschwerter nicht von jedem x-beliebigen verwendet werden, sondern jedes einzelne Schwert wird an eine Person gebunden. Erst wenn diese Person stirbt, kann das Schwert weitergereicht werden. Das ist ein extrem wichtiger Fakt, weil es definitiv einen Mittelpunkt der Geschichte bilden wird. Denn dadurch sind die Zauberschwerter nicht nur mächtige Waffen, sondern der Mittelpunkt von kriminellen und politischen Machtfaktoren. Die Hishaku, welche den Vater von Chihiro umgebracht haben diese Zauberschwerter gestohlen. Dadurch geraten die Zauberschwerter wieder in Umlauf und werden zu einer Riesengefahr für diese Welt. Natürlich interessieren sich viele verschiedene kriminelle Organisationen dafür, da diese Schwerter ihnen extrem viel Macht geben können. Genau dadurch entstehen viele weitere Konflikte in dieser Geschichte, weil es geht nicht wie in vielen anderen Geschichten nur um den Protagonisten, sondern was diese Zauberschwerter in dieser Welt anrichten, wie die Organisationen miteinander kämpfen. Es geht um Macht, Intrigen und vieles mehr. Es ist einfach eine spannende Geschichte, die am Anfang vielleicht auch mit dem Deckmantel Rachegeschichte ein bisschen runtergedrückt wird, aber auf jeden Fall beim Fortschreiten des Plots die Komplexität der Erzählung zum Vorschein bringt. Da ich auf jeden Fall spoilerfrei bleiben möchte ich hier einfach nochmal erwähnen, es geht hier nicht nur um Rache, es geht um Macht und vor allem, welche Verantwortung diese Macht mit sich bringt. Man könnte hier Spider-Man zitieren, aber es geht halt wirklich darum. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Stimmt's, Onkel Ben? Und vor allem ist für mich der Kerngedanke, dass der Vater Chihiro beibringen wollte, dass das Schmieden der Schwerter eine bestimmte Verantwortung mit sich bringt. Und da ging es nur um das Schmieden der Schwerter. Es ging nicht mal darum, ein eigenes Schwert zu führen. Und da ist dieser Konflikt zum einen der Vater, der versucht hat, Chihiro beizubringen, dass Schwerter viel Leid in der Welt anrichten können. Und zum anderen Chihiro, der dieses Leid in dieser Welt anrichtet mit genau diesen Schwertern, die sein Vater geschaffen hat. Deswegen kann man sich fragen, ob Chihiro überhaupt das ausführt, was sein Vater wollte oder genau das Gegenteil macht, wovor sein Vater ihn warnen wollte. Das kann man einfach wirklich vom Anfang an nicht beantworten, weil die Geschichte halt komplexer ist, als sie scheint. Und vor allem das komplexere Worldbuilding steht einen wichtigen Faktor dar, weil verschiedene Organisationen natürlich verschiedene Ziele haben und dadurch verschiedene Konflikte entstehen können. Und ja, man kann natürlich sagen, Chihiro ist komplett von Hass und Rache geleitet. Es geht fast die ganze Geschichte darum, wie er verschiedene Organisationen, welche mit den Schwertern zu tun haben, auslöscht. Aber dahinter steckt halt nicht nur Rache. Es geht um Schuld, Verantwortung und Verlust und vor allem, was Hass mit einem so jungen Menschen anrichten kann. So, und das war ein grober Überblick. Gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail. Chihiro jagt die Organisation Hishaku, welche seinen Vater umgebracht hat. Dabei wird er von einem alten Kumpel seines Vaters unterstützt, und zwar Shiba. Shiba ist ein ehemaliger Kumpel von Chihiros Vater. Dieser ist ziemlich stark und kennt sich in der Zaubererwelt deutlich besser aus als Chihiro. Chihiro kämpft mit dem 7. Zauberschwert, welches sein Vater nach dem Seitei-Krieg geschaffen hat. Dieses Schwert heißt Anten und besitzt vor allem eine spezielle Fähigkeit, und zwar Goldfische erscheinen lassen. Hey! Diese Goldfische, welche man am Anfang der Geschichte gesehen hat. Dabei gibt es 3 verschiedene Fische. Einmal Kuro, der schwarze Fisch, welcher starke Angriffe ausführen kann. Zweitens Akka, der rote Fisch, welche gegnerische Angriffe absorbieren kann und vorübergehend diese selber anwenden kann. Und drittens Nishiki, es ist ein dreifarbiger Fisch, welcher die Bewegung und den Körper von Chihiro verstärkt. Und es ist natürlich wieder ein Kontrast da, weil diese Fische hat sein Vater damals mitgebracht, um ein schönes Zuhause zu schaffen. Und jetzt benutzt er genau diese Goldfische, um Rache zu üben, um Leid, Chaos und Schmerz in diese Welt zu bringen. Und das macht die Geschichte für mich interessant, weil es ein bisschen tiefgründiger ist, mehr Widerspruch in vielen Punkten gibt. Aber es kann natürlich sein, wenn ihr die Geschichte lest, dass ihr es viel platter findet, viel mehr, es geht nur um Rache, gar nicht tiefgründig ist. Aber da will ich halt auf jeden Fall sagen, lest zwischen den Zeilen, beschäftigt euch mehr mit den Charakteren, weil es ist mehr als ein Action-Manga mit brutalen Kämpfen, Magie und Schwertern, sondern auch steckt in vielen Dingen eine emotionale Bindung von Chihiro zu seinem Vater und seiner Vergangenheit und seinem Trauma. Chihiro geht es auch mit der ganzen Racheaktion nicht gut. Er strahlt in keiner Sekunde Befriedigung wirklich aus und da kann man nur mal kurz am Ende sagen, es ist eine Geschichte über einen Jungen, dem alles genommen worden ist. Ein Junge, der mit einem Schwert loszieht, welches sein Vater für ihn geschmiedet hat, um seine Liebe zu zeigen, welche er aber verwendet, um seinen Hass auszuleben. Kagurabachi hat daher einen starken Einstieg, ein interessantes Kampfsystem und eine düstere Atmosphäre. Und damit möchte ich den Teil, die Geschichte von Kagurabachi erstmal abschließen.
weil ich habe Angst, so viel zu spoilern. Geht in den Laden und kauft euch die Bücher. Let's go. Weil bei mir war es so, ich kannte den Manga gar nicht. Ich bin in den Talier gegangen und habe nur dieses Artwork gesehen und jeder, der meine Musik kennt, weiß, dass Rot, Weiß, Schwarz genau meine Farbkombi ist. Und das hat mich extrem angesprochen. Also sieht man hier mit so einem anderen. Hier wieder Rot, Weiß, Schwarz. Rot, Weiß, Schwarz. Hier ist nicht Rot, Weiß, Schwarz. Hier ist es immer blau. Damn. Wer es halt diesen Charakter darstellen möchte. Ich finde einfach die Farbkombination, das Artwork und einfach wie der Manga funktioniert, halt richtig, richtig cool. Ich mag ihn. Weil ich stand in Talier so und dachte mir bei dem Artwork, damn. Dann habe ich rumgeblättert und dachte mir, damn. Dann habe ich mir gekauft, zu Hause wirklich nochmal durchgelesen und dachte mir, ja, ganz nett. Spaß, ich dachte mir natürlich, und das war meine Geschichte dazu. Was ich auf jeden Fall da nochmal dazu sagen muss, nächstes Jahr erscheint ein Anime zu dem Manga. Wenn ihr keinen Bock habt, den Manga zu lesen, wartet einfach bis nächstes Jahr. Da erscheint der Anime. Ich hoffe natürlich, der ist gut. Aber ihr könnt den Trailer auf der offiziellen Crunchyroll-Seite auf YouTube einfach anschauen. Was aber nicht vergessen werden darf, wenn man über diesen Manga redet, ist die Geschichte im Internet zu diesem Manga. Und zwar die Meme-Kultur. Obwohl dieser Manga düster ist, brutal und um Rache geht, wurde er am Anfang brutalst gemimt. Aber warum mimt man sowas? Das liegt vor allem daran, dass vor dem Erscheinen des ersten Kapitels schon alle im Internet so getan haben, als wäre es der beste Manga aller Zeiten. Sie kannten den überhaupt nicht. Es ging auch nur darum, zu trollen. Es gab einen Trailer, es gibt verschiedene Previews dazu und auch beim ersten Kapitel gab es noch ein paar Leute, die gesagt haben, ja, was will der Manga mir eigentlich sagen? Weil der Protagonist sieht zu generisch aus. Er sagt literally, wegen seiner Narbe, die er von diesem Vorfall hat, wenn er halt diese Narbe sieht, sagt er, so starte ich jeden Morgen mit frischem Hass in den Tag. Und das fanden viele cringe. Es ist auch ziemlich corny und es ist ziemlich edgy, muss man ehrlich dazu sagen. Der Satz ist wirklich weird. Und dadurch ist im Internet losgegangen mit halt, es ist der beste Manga aller Zeiten, Dragon Ball, Bleach, alles war nur Vorbereitung, nur für diesen Manga. Und obwohl er noch gar nicht draußen war, war immer, enough time has passed. Also genug Zeit ist vergangen, bis endlich dieses Meisterwerk erschienen ist. Alles andere war nur Vorbereitung. Dragon Ball, ach, Bleach, ach, Naruto, ach, alles Vorbereitung für diesen Manga. Und daraus entstand das sogenannte Kagurabachi Glazing. Und Glazing bedeutet in dem Kontext etwas übertrieben zu loben. Also nicht einfach nur zu sagen, ey yo, der Manga ist gut, wie ich es in dem Video gemacht habe, sondern so zu tun, es hätte Kagurabachi Manga komplett neu erfunden. Shiro ist der Messias aller Anime-Figuren. Es gab wirklich alles Mögliche. Es gab Fake-Screenshots, es gab Fake-Game-Cover, es gab unendlich viele Memes. Es ist einfach witzig. Dadurch, dass ja diese ganzen Memes gemacht haben, ist es halt riesig geworden, dieses Thema in der Anime-Community. Beziehungsweise Manga-Community. Dabei wurde es so getan, als wäre es ein Riesen-Franchise, dabei kam es gerade erst raus. Es gibt den sogenannten Morbius-Effekt. Dabei ging es um einen Film, der vor seinem Release genauso gehypt worden ist, als wäre es der allerbeste Film aller Zeiten. Und dadurch ist der Film auch so riesig und bekannt geworden. Aber der Unterschied, was viele dazu sagen, ist, der Morbius-Film ist nie so gut, Kagurabachi hingegen halt schon. Und deswegen gibt es halt viel Bewegung im Internet, wo man sagen kann, die ganzen Meme-Lords, die ganzen Leute, die diese Memes erstellt haben, sind mittlerweile Fans von Kagurabachi. Daher wurde aus dieser ironischen Fanbase tatsächlich eine Fanbase. Also ist Shiro doch der Messias der Animes. Die Memes haben natürlich dafür gesorgt, dass sau viele Menschen auf diesen Manga aufmerksam geworden sind. Ich nicht. Anscheinend bin ich in der falschen Manga-Community unterwegs. Beschäftigt euch ein bisschen mit dem Manga. Es gibt genug Leute, die über den reden und wegen dem Meme halt nur diesen Manga entdeckt haben. Dadurch, dass ich diesen ganzen Hype nicht mitbekommen habe, konnte ich diesen Manga unbefangen lesen, was super gut ist. Und das will ich euch auf jeden Fall nochmal sagen, bevor ihr euch mit den Memes beschäftigt, lest den erstmal und dann beschäftigt euch mit den Memes. Weil andersherum kann es euch vielleicht falsche Erwartungen machen. Also für mich gesprochen, ich mag den Manga wirklich sehr, aber es kann sein, dass du ihn gar nicht magst. Und das ist vollkommen fein. Geh einfach mal in Thalia, lese den ersten Band und dann weißt du es. Oder lese auch einen zweiten und dritten und dann kannst du dir dann auch kaufen. Oder auch nicht. Alles fein. Aber gib dem Manga auf jeden Fall eine Chance und tu ihn nicht wegen den Memes oder wegen den Plot am Anfang fallen lassen. Das ist echt schade. Und somit möchte ich das Meme-Thema auch beenden und auch dieses Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einfach ein ehrliches Feedback, das würde mich freuen. Wenn ihr Kagurabachi schon kanntet und euch das Video gefallen hat, freut mich das mega. Wenn ihr den Manga noch nicht kanntet und euch hat das Video gefallen, ist recht cool. Und ich hoffe, es hat ein bisschen Interesse für den Manga geweckt. Aber ich möchte euch natürlich nichts aufzwingen. Schaut rein, wenn ihr wollt. Wenn nicht, alles fein. Bis dahin sehen wir uns beim nächsten Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Peace out.